Als wir in Mostar mit Kuckuck Kultur e.V. den Spielplatz gebaut hatten, kam uns zu Ohren, dass ein weiteres Projekt in Fier, Albanien stattfinden wird. Noch in Bosnien und Herzegowina beschlossen wir, die Kuckucks mit einem Besuch zu überraschen und bei dem Spielplatzbau in Fier an einer Schule mitzuhelfen. Nach dieser kleineren Fahrt kamen wir in einem Vorort von der Stadt Fier an. In kürzester Zeit hatten wir die richtige Schule gefunden. Sobald der LKW stand, halfen alle, die 8 Tonnen Rubinienholz abzuladen. Von den Kuckucks hörten wir, dass sie auf der Anreise schon einige Schwierigkeiten hatten. Der Zoll wollte das Holz erst nicht freigeben und der Werkzeuganhänger erlitt einen Achsbruch. Er wurde noch vor Ort in einem Hinterhof zusammengeflickt. Das Abladen der Baumstämme wurde immer wieder vom ganz normalen Verkehr des Dorfes unterbrochen. Das ist schon die letzte. Kuckuck Kultur baut jedes Mal mit Unterstützung freiwilliger Helfer die Spielplätze. Mal sind es ganze Schulklassen, mal Eltern oder Lehrer und dieses Mal waren es Auszubildende, Zimmerer und Trockenbauer aus Hamburg. Die Jungs waren zwischen 17 und 28 Jahre alt. Begleitet wurden sie von 2 Lehrern der G19 Gewerbeschule Bautechnik Hamburg. Nach getaner Arbeit fuhren wir in Kolonne zum Hotel, in dem die Kuckucks und die G19er untergebracht waren. In Absprache mit dem Hotelbetreiber durften wir direkt davor parken und auch nächtigen. So haben wir das erste Mal in einer Stadt direkt vor dem Hotel gecampt. 2 Tage später hatten wir das Glück, dass die G19er ihre Zimmereinteilung änderten und so ein Zimmer für uns frei wurde. Am nächsten Tag ging es dann so richtig los. Zuerst wurde dem Schulleiter mit Händen und Füßen erklärt, wie der Spielplatz ungefähr aussehen wird. Dann wurde besprochen, auf welcher Seite des Schulgebäudes sich ein Spielplatz anbieten würde. Nach diesen Entscheidungen konnte der Bagger dann direkt loslegen und die Löcher der Fundamente aller tragenden Balken ausheben. Der Bau startete und ein neuer Spielplatz entstand. Angepackt haben nicht nur die Kuckucks, die Jungs aus Hamburg und wir, sondern auch Kinder und Erwachsene direkt aus dem Ort. Die beste Voraussetzung, um den Spielplatz längerfristig in einem guten Zustand zu erhalten, ist es, die Menschen vor Ort in den Bau zu integrieren. Dann verbinden sie etwas mit dem neu entstandenen Bauwerk und geben auch in Zukunft mehr Acht darauf. Wenn es soweit ist, dass der Betonmischer aufs Gelände fährt, dann ist der erste Tag schon fast geschafft. In alle Löcher kommt der frische Beton, der dann die Nacht über trocknet, sodass am nächsten Tag alle stützenden Latten abgebaut werden können und der nächste Teil der Arbeit beginnt. Am ersten Abend hat Fiete, einer der Hamburger Jungs, mit den vielen Kindern, die den Spielplatzbau verfolgt haben, ein Spiel veranstaltet. Als Jan und ich das gesehen haben, war uns klar, dass wir am nächsten Tag auf jeden Fall Zirkus mit den Kindern machen.
wird immer am Pins geschafft. Immer. Hier gibt es ein neues Schloss, damit der Tank sich nicht mehr einfach so öffnen lässt. Hier wird dann einfach ein Vorhängeschloss installiert. Und hier haben wir mit Schlossschrauben die Sache nicht öffnenbar gemacht. Ich habe gerade die Solarpaneele entfernt von der Halterung. Hier, und das Problem war, dass hier einfach die Schraube und die hier, die waren abgebrochen, die Köpfe. Ich habe es nicht mehr rausgekriegt und jetzt habe ich die mega Strata gemacht. Und zwar, so weit muss ich es aufbohren, weil das Hartplastik nachgegeben hat und die Schraube sich nicht rausbohren hat lassen. Jetzt habe ich es rausgekriegt und jetzt tue ich noch die restlichen die Schraube vor uns entfernen. Und dann geht es weiter. Die Nieten auf dem Dach erstmal noch abdichten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nieten, wegen 11 Nieten, ne? Jetzt ernsthaft den Scheiß hier aufgemacht. Ja, okay, hier können wir uns nicht aufmachen. David arbeitet und hat natürlich tatkräftige Unterstützung, die einfach daneben stehen und ihn einfach zulabern. Das ist so geil. Ich glaube, sie verstehen nicht, warum wir da jetzt einfach ein Loch bohren. Das ist einfach viel zu interessant. Denn vorhin schon wieder praktisch hier gebaut. Was hast du gebaut eigentlich? Eine schöne Bank. Jetzt eine Gesamtansicht vom Gelände. In der Mitte befand sich das Schulgebäude. Von der Straße aus führte ein Weg zu einer betonierten Fläche vor dem Schulhaus. Rechts oben in der Ecke sehen wir die WCs. Doch nun zum Spielplatz. Hier sehen wir die sogenannte Pyramide. Von ihr führte ein horizontal angebrachter Baum zur Kioskhütte, auf die eine Art Hühnerleiter führte und eine Rutsche auf der anderen Seite wieder hinab. Daneben die Schaukel und in den verschiedenen gemütlichen Ecken des Geländes Bänke und verschiedene Liege- und Sitzgelegenheiten. Hinter dem Haus waren 2 Tore entstanden und somit ein ganzes Fußballfeld. Dazu gab es noch Reckstangen und für das Volleyballfeld 2 neue Pfosten, an denen man das Netz wieder anbringen konnte. Vor dem Haus machten wir Zirkus und spannten zwischen den Bäumen die Slacklines. Die Mittagspause verbrachten wir meistens hinter dem Haus im Schatten. Um das Mittagessen für uns alle hat sich meistens Jan gekümmert. Dafür wurde der Pins zum Foodtruck umfunktioniert und alle Finessen der selbstgebauten Küche wurden genutzt. Gucken, ob ihr das auch so gut hinkriegt. Apollonia.
Hier ist ein geiler Tunnel. Befestigungsanlage. Was geht? Was ist das? Oh. Das sieht nicht gut an. Eine Fledermaus hier über den Weg geflogen. Oh du Scheiße, was geht denn hier ab? Wird immer zugewuchert. Oh. Geht's ins nächste Loch rein. Gefahren. Man kann hier in alle Richtungen. Geht's hoch. Ich will mal so durch den Gang laufen. Wow, fahr die einfach los! Die hing an meinem Rücken. Was geht? Oh, übel geil. Kuckuck. Kultur. Wie ein albanischer Gauner. Wieder beim Spielplatz angekommen, um die letzten wichtigen Arbeitsschritte zu erledigen, stellten wir fest, dass der Spielplatz quasi schon eingeweiht wurde. Hey, was machen wir jetzt? Weiß auch nicht. Die Einschulungsfeier raubte uns 1,5 Stunden kostbare Restarbeitszeit. Diese Wartezeit nutzten David und ich, indem wir aus Abwasserrohren und Restholz ein paar Rollabolas für die Kinder bauten. Wie viel haben wir jetzt? 17. Erste Testung. Rollabola. Nach dem ersten Schultag haben die Kinder diese gleich ausprobieren können. Sowie auch den neu entstandenen Spielplatz. Nun war der Spielplatz fertiggestellt und wir fuhren zurück zum Hotel. Abends spielten wir dort noch für unsere neuen Freunde ein kleines Zirkusprogramm. Am nächsten Tag sollte es für uns alle weitergehen. Wir hatten wieder unglaublich viel erlebt und die Zeit mit den Kuckucks und den G19ern sehr genossen. Das machte den Abschied nicht leichter, aber am nächsten Tag ging es für uns weiter Richtung Pogradec.